Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir eine neue Foot Captains Spieler SBC mit Fernandinho und wir schauen uns den brasilianischen Mittelfeldspieler von Manchester City im Detail an und gehen gemeinsam in die SBC-Lösung. Aktuell kostet er euch ca. 405 bis 410.000 Coins. Das ist natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr dann gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. 92 ist er bewertet, das ist auf jeden Fall schon wirklich high-rated und ja, man kann ihn im Grunde bis zum Ende von FIFA 22 auch spielen. Ja, und seine beste Karte, die er jetzt in diesem FIFA-Teil hat, das ist nur seine Goldspielerkarte. Er wartet noch vergeblich auf seine Team of the Week Karte und auf weitere Spezialkarten, aber die hat er jetzt hiermit erhalten und das ist ein ordentliches Upgrade, denn mit seiner normalen Goldspielerkarte ist er grundsätzlich unspielbar. 59 Pace, ja, hat ein Upgrade von 25 erhalten, ja. Jetzt ist er auf jeden Fall spielbar und das sogar recht gut. Ich glaube, er hat sogar einen Lean Body Type, also ja, einfach eine schmalere Statur. Ich glaube, groß. Schauen wir uns jetzt an. Also, so sieht er aus. 1,79 groß. Ja, eigentlich gar nicht, ist er gar nicht so groß. Auf jeden Fall hat er so einen schmaleren Body. Und deswegen lässt er sich, man sagt, das ist ein guter Bodytype, deswegen lässt er sich schon ein bisschen besser spielen. 3 Sterne Skills mit den Arbeitsraten mittelhoch. Und wenn man sich so die Face-Stats anschaut, ja, das sieht schon mal nach einem richtig starken 6er aus. Also keine Frage, der wird richtig bockstark sein. ZDM, Manchester City, auch ligenübergreifend, aufgrund der Nationalität natürlich gut verlinkbar. Und wenn man sich so die Aggressivität 97, ja, gut, der müsste ja nach jedem Spiel eine rote Karte kriegen. Aber das ist natürlich nicht so der Fall. Sonst die Verteidigungswerte sehen absolut, ja, fast nahezu auf Max, was so die Verteidigung und die Physis anbelangt. Ja, ich würde ihm aber trotzdem aufgrund des Tempos ein Shadow geben. Da brauchen wir noch ein bisschen Starthilfe. Beziehungsweise nicht Starthilfe, einen Antritt hat er einen ganz guten, aber in der Sprintgeschwindigkeit, da könnte man ihm noch ein bisschen unter die Arme greifen und das macht man mit dem Shadow am besten. Je nachdem kann man auch einen Katalyst geben oder wenn man ihn ein bisschen mehr nach vorne spielte, denn Schusswerte, die sehen auch sehr gut aus, kann man ihm auch einen Hunter geben, wenn man sagt, Verteidigung reicht, ich brauche nur das Tempo und ein bisschen die Schusswerte, dann kann man auch das je nachdem pushen. Okay, Führungsstärke, Teamspieler, das hat er. Foot Captains Event, ich glaube, die haben alle die Trades, also ist mir gestern schon aufgefallen, jetzt auch wieder. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die SBC oder SBCs, ja, denn günstig wird es nicht. 410.000 Coins, so im Schnitt. Das muss man dafür schon hinblättern. Und ich würde sagen, wir starten rein mit der ersten SBC-Taktik-Kopie. Die hat folgende Bedingung: Manchester City. Da brauchen wir mindestens einen Spieler, Team of the Week mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung 85, Teamchemie 70 und natürlich 11 Spieler. Und wie es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt dafür 7 Tage nach Release Zeit, diese SBC abzuschließen und dann ist er leider weg. Ich würde sagen, wir legen los. Let's go. Und damit haben wir die erste SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür ca. 85.000 Coins. Das war der erste Streich. Der zweite folgt zugleich mit der Brasilien SBC. Und wie es der Name verrät, brauchen wir hier natürlich einen Brasilianer. Und Teamgesamtbewertung 86 wird benötigt. Eine Teamchemie von 60 und auch hier natürlich 11 Spieler. Doch hier gehen wir einmal gemeinsam und fix durch. Let's go.
Und damit waren wir durch, genau. Und der Preis für diese SBC beläuft sich auf aktuell ca. 132.000 Coins. Dann würde ich sagen, machen wir noch die letzte SBC. Und dann haben wir es auch geschafft. Premier League, da braucht man mindestens einen Spieler. Teamgesamtbewertung 87, Teamchemie 50 und ebenfalls hier 11 Spieler. Und ein letztes Mal gehen wir hier gemeinsam durch und dann gehört euch Fernandinho in der Foot Captains Spielerversion. Let's go. Und damit haben wir auch die letzte SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür ca. 195.000 Coins. Günstig ist er nicht, aber ich denke, er hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, gerade für diejenigen, die ihn absolut feiern oder ein Manchester City Team haben, warum auch immer. Ja, es gibt jetzt die Möglichkeit, Fernandinho in einer sehr, sehr spielbaren Version mal auszuprobieren. Ich finde ihn sehr interessant. Also er ist auf jeden Fall der bessere Kanté als in der Goldspieler-Version. An dem Totti, da wird er natürlich nicht rankommen. Der sieht aber schon sehr wild aus. Auf der Position, 4 Sterne schwacher Fuß mit den Mittel-Hoch-Arbeitsraten. Also, wenn ihr noch einen guten Sechser aus der Premier League benötigt und vielleicht noch ein paar Untrades im Verein habt oder den auch jetzt mal mit den kommenden Upgrade-Packs oder Picks dann erledigt, dann nimmt ihn mit. Also damit macht man nichts falsch, kann man bis zum Ende durchspielen. Sicherlich eine sehr, sehr starke Karte. Kleines Handicap, vielleicht auf der Position mit einem Tempo, ich glaube 81 Sprintgeschwindigkeit. Ja, aber ist auch nicht so wild, gerade nicht auf den Positionen, wo er dann auch spielt. Das soll es gewesen sein. Gerne ein Like da lassen, kommentiert das Video gerne. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, ich würde mich auch sehr über ein Follow auf Twitch freuen. Dort werden wir unter anderem natürlich auch FIFA spielen, aber wir schauen uns mal auch das eine oder andere Spiel an. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr mich auch gerne natürlich hier noch auf YouTube kostenlos abonnieren. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.